Nun, meine Rolle im Verein Blickkontakt seit 2015 ist, dass ich den Vorsitz habe und diesen Verein leite. Wie sind wir zu Opientis gekommen? Wir haben einmal im Jahr ein Projekt, das nennt sich Inklusionsschach Open, findet nächstes Jahr zum 3. Mal statt. Und im Zuge dessen, dass der Roland auch mitspielt bei diesem Turnier und dessen Freund, so sind wir nachher ins Plaudern gekommen und habe ihm einfach gefragt, ob er sich vorstellen könnte, uns als kleinen Verein mit doch eher wenigeren und einem geringen Budget halt auch doch zu unterstützen und dahingehend zu fördern. Wie gesagt, wir haben heuer gefeiert das 30-jährige Jubiläum. Was wollen wir? Was tun wir? Wir haben verschiedenste Bereiche. Der eine Bereich ist der Veranstaltungsbereich, wo wir auf niederschwelligste Art und Weise halt die Leute zusammenbringen wollen, sehende wie auch sehbehinderte und blinde Leute. Der zweite Bereich ist der Bereich Bildung. Das ist so ein Weiterbildung, Inklusion bzw. auch Bewusstseinsbildung in den Schulen, VHS und so weiter. Und den dritten Bereich, den wir haben, das ist der Bereich Mobilität und Infrastruktur. Der beschäftigt sich alles, was mit Barrierefreiheit anbelangt, in und außerhalb der Gebäuden. Sehr viel auch mit den Wiener Linien, ÖBB, Flughafen. Also wirklich so, dass es nachher barrierefrei für alle ist. Also für alle ist nicht nur für Sehbehinderte und Blinde, sondern auch, und das ist auch unser Anspruch, für Leute, die, ältere Menschen, Eltern mit Kindern, genau, in der Richtung. Ja, im Grunde genommen kann man eigentlich sagen, auch dem Verein geht es vor allem um die Inklusion und um die Gleichberechtigung und das gleichberechtigte Miteinander. Das ist eigentlich das Wesentliche auch. Ihr seid genauso die Selbsthilfegruppe, wo eben auch Betroffene guten Kontakt finden, eine Möglichkeit haben, dass es vielleicht andere Menschen gibt, denen es genauso geht, die die gleichen Krankheiten haben oder die ebenfalls von Geburt an blind sind oder ebenfalls erst später geblindet sind. Also dass man da eben diesen Kontakt auch untereinander pflegen kann und dazu gibt es eben auch eben diese ganzen Veranstaltungen, Treffen, irgendwas in die Richtung. Und das, was ihr auch noch gut macht, das sind diese Normen. Also sprich Mitarbeiten an der weiteren Gesetzgebung, wenn es jetzt von der EU neue Richtlinien erarbeitet werden oder so, da sind ja dann eben auch mit dabei. Ich habe es angefangen, wann war das? Irgendwann in der Corona-Zeit, glaube ich. Habe ich es angefangen und dann habe ich mich eben hingesetzt und habe wieder von Grund auf eben angefangen mit einem neuen Template, dass ich das eben wirklich barrierefrei machen kann, wirklich so machen kann, wie es sein sollte oder wie wir uns das vorstellen, weil eigentlich alles, was es so gegeben hat oder wo wir drüber gestolpert sind, was wir gefunden haben, diesen Ansprüchen eigentlich nicht gerecht wird. Also da etwas zu finden, was wirklich barrierefrei ist relativ eine gute Unmöglichkeit. Und da habe ich halt mal angefangen und ja, dann irgendwann bin ich halt auch angestanden, weil ich einfach nicht mehr weiter wusste, wie man das jetzt dann richtig umsetzt oder weil mir da einfach das Wissen dazu fehlt, eben zum Thema WordPress. Also wirklich, wenn es dann in die Details von WordPress hineingeht. Ja. Ich meine, wir sind ja alles in dem Sinne Amateure, was das betrifft. Also wir machen das ja erstens einmal ehrenamtlich sowieso, zweitens hat keiner von uns eine Ausbildung Richtung Webdesign oder Richtung Marketing oder sonst irgendwas. Also wir machen das einfach hobbymäßig in dem Sinne. Ja. Und dementsprechend hat uns die Zusammenarbeit mit Opientis extrem geholfen, fokussiert zu sein. Dass wir wirklich strukturiert an die Sache herangehen und nicht, oh, das könnte man vielleicht ein bisschen besser machen und heute setze ich mich da dran oder so, sondern dass wir wirklich einen Plan haben oder ein Konzept, wie wir das auch zum Erfolg bringen. Oder wenn ich jetzt sage zeitnah, dann ist das irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht nicht das richtige Wort, aber so gezielt einfach daran zu arbeiten, ja. Dass wir auch sehen, okay, dieser Baustein ist erledigt oder diese 3 Bausteine fehlen noch. Und
dieses strukturierte Herangehen an dieses Thema hatten wir vorher definitiv nicht. Ja. Also meine Aufgabe ist es, zuerst einmal Anforderungen abzunehmen, die an die Webseite gestellt wurden. Das betrifft in der ersten Phase des Projektes die Accessibility von der Webseite für vor allem sehbehinderte Personen. Und das ist die erste Phase vom Projekt, die ist mittlerweile größtenteils abgeschlossen. Dann die zweite Phase vom Projekt würde umfassen mehr Spielereien für die Webseite, zum Beispiel einen Chatbot-Einbindung, der auch sehbehindertengerecht eingeführt wird, damit man damit umgehen kann, sowie einen RSS-Feed und so weiter und so fort. Da gibt es noch einige Anforderungen an die Webseite. Und meine Aufgabe ist es dann, eben diese Anforderungen umzusetzen. Also grundsätzlich, die Zusammenarbeit ist eigentlich wenig anders als mit anderen Kunden. Es wird mit E-Mails kommuniziert oder telefonisch, es wird sich auch persönlich getroffen und erklärt. Was aber an der Umsetzung anders ist, ist, dass ich immer in Betracht ziehen muss, egal was ich mache, es muss dann im Endeffekt accessible sein für alle Menschen. Und das wird eben erreicht durch einen Screenreader teilweise. Da gab es ein Workshop-Meeting mit Thomas und mit Marion, wo mir Thomas gezeigt hat, wie genau er auf der Website navigiert, danke. Auf der Website navigiert. Und was eben wichtig ist, wenn man jetzt zum Beispiel in einem Menüpunkt drinnen ist und wieder zurück will und so weiter und so fort. Und da gab es ein paar Anforderungen eben selber von Thomas, wie das für ihn selber handlicher gestaltet wird. Aber auch gleichzeitig gibt es internationale Standards, wie zum Beispiel den WCAG, den man dann auch im Hinterkopf behalten sollte. Und das ist halt schwierig, weil das, was im WCAG drinnen steht, nicht 1:1 das ist, wie es wirklich anwendbar ist. Genau. Das ist eine gute Richtung, es ist ein guter Anfang, aber so, dass es wirklich ein Blinder 1:1 super bedienen kann, kriegst du allein mit dem Folgen des Standards nicht hin. Also da braucht es mehr dazu. Genau. Und da hast du dich echt als Ersten, den wir kennengelernt haben, wirklich hingesetzt und hast dir das wirklich angeschaut mit dieser Software, mit diesen Rahmenbedingungen, mit genau diesem Laptop, der da wirklich verwendet wird, wie das dann abläuft und wie es sein sollte, sein könnte oder wie es halt eben nicht so gut ist. Ja.